Junge Menschen sollen mitreden können, wenn in ihrer Stadt ihre Zukunft geplant wird. Wie können Jugendliche nun aktiv in politische Prozesse rund um städtebauliche Fragen eingebunden werden? Junge Menschen brauchen Möglichkeiten der politischen Teilhabe und des Engagements. Dabei ist es so, dass gerade so klassische Verfahren wie zum Beispiel Diskussionsabende eher unattraktiv für Jugendliche sind. Aber zum Beispiel Medien sind wirklich Teil der Lebenswelt von Jugendlichen. Und dabei ist es so, dass gerade Medien viele Mehrwerte bieten. Sowas wie Kreativität, Austausch mit anderen. Aber es ist eben auch so, dass sie wirklich die Dinge, die sie transportieren wollen, ästhetisch kommunizieren können und dann eben auch öffentlichkeitswirksam publizieren können. Gerade digitale Jugendbeteiligung bietet viele Potenziale, aber auch Herausforderungen. Welche Funktionen können digitale Medien in Beteiligungsprozessen von Jugendlichen übernehmen? Zentral ist die Frage, was wünschen sich Jugendliche von bestimmten Orten? Es kann also darum gehen, eigene Vorstellungen und Wünsche zu äußern, in einer Talkbox oder in Interviews. Handelt es sich um spontane Situationen, können die Aussagen auch als anonymisierte Videos bereitgestellt werden. Digitale Medien können auch genutzt werden, um konkrete oder auch visionäre Vorschläge zu entwickeln. Im Projekt Giesinger Grünspitz sollte zum Beispiel ein 2000 Quadratmeter großes Gelände kreativ gestaltet werden. Im Projekt haben die jungen Menschen das Gebiet im Computerspiel bebaut und gestaltet. Als virtueller Raum konnte dieser dann begangen werden. Noch visionärer können Jugendliche im Audioformat arbeiten. Hier sind keine kreativen Grenzen gesetzt. Jugendliche können in die Rolle von Forschenden schlüpfen. Ziel entsprechender Formate ist es, die Perspektive von Gleichaltrigen zu erfassen. Mit Online-Tools können die Antworten zudem anschaulich in Infografiken umgesetzt werden. Was gehört noch dazu? Es geht auch darum, Präsentationsformate zu entwickeln, in denen die jungen Menschen ihre Perspektive einbringen können. Zum Beispiel wurden alle Ergebnisse von Plan Nordost auf einer Jugendtagung präsentiert. Dort waren Vertreterinnen und Vertreter der Stadtplanung und der Kommunalpolitik anwesend. Mit ihnen diskutierten die Jugendlichen ihre Ideen und Ansprüche zum Planungsprozess intensiv. Auf einer Jugendtagung sind die Jugendlichen die Expertinnen, die den Erwachsenen ihre Ideen erklären können. Das ist eine ganz wichtige Selbstwirksamkeitserfahrung für die Jugendlichen. Es ist toll, ein Medienprodukt zu erstellen, aber dann eben auch das Gefühl zu haben, dass man selbst die Ideen, die man selbst hat, dass diese wahrgenommen werden und wertgeschätzt werden und ankommen bei den jeweiligen Entscheidern, ist eine ganz wichtige Sache und hebt praktisch das Beteiligungsprojekt doch mal auf eine ganz neue Ebene, ist nochmal eine ganz neue Dimension. Das Beispielhafte an diesen Projekten Stadtteilplanung in 3 Sätzen. Jungen Menschen wird mit Hilfe digitaler Medien ein Sprachrohr gegeben. Von simpel bis komplex, es können sehr unterschiedliche digitale Medien eingesetzt werden. Entsprechende Präsentationsformate ermöglichen den direkten Austausch mit Entscheidungsträgern.